Das ist die ECM Aesthetica Dual Boiler und ich freue mich auf diesen Test. Denn diese Espressomaschine hat so viel Potenzial, das Gefüge der Tabellenspitze im Dual Boiler Bereich in der oberen Preisklasse mit einem Mal zu sprengen. Wir haben sie ausführlich getestet. Wir haben alles ganz genau angeschaut. Und wir klären hier die Frage, welche Espressomaschine eigentlich besser ist und ob es eine gibt. Schaut sie euch an, die ECM Aesthetica und der Michel da hinten, der hatte Spaß mit der Maschine, der Andrea hatte Spaß und ich hatte auch Spaß. Ich habe sie nämlich schon bei einem Catering mit dabei gehabt. Denn nachdem wir so die ersten Ergebnisse im Kasten hatten, haben wir gemerkt, warte mal, die wollen ja damit auch Gastronomie können. Aber kann die Maschine das wirklich? Das kann man nur unter Leistung, unter Last checken. Und das habe ich gemacht. Ich habe den ganzen Tag gebrüht und geschäumt, Michel, und war sehr angetan. Und es gibt ja noch ein paar andere Sachen, die wirklich gut sind. Es gibt nicht so viele, über die wir hier heute was zu meckern haben. Wir gehen durch. Von A bis Z. ECM Aesthetica, neues Flaggschiff oder was würdest du sagen? Absolut. Also es beginnt ja schon, dass die Brühgruppe eine komplette Eigenentwicklung ist. Weg von der VEMA Brühgruppe hin zu Effizienz, zu schnellem Aufheizen, zu anderem Design, mit aber ich finde trotzdem sehr viel Verbindung zu ECM. Also ich finde, man erkennt von Anfang an, das ist eine ECM-Maschine. Absolut. Und es ist ein Dual Boiler und es ist auch so fett wie ein Dual Boiler. Also was gibt's da noch bei ECM in der Kategorie? Synchronica. Synchronica 2. Das ist schon eine gute Überleitung. Also lass uns ganz kurz einmal preislich einordnen. Wir reden jetzt hier wirklich über eine Investition fürs Leben. Ja. 4.000 Euro. 4.000 Euro für eine Kaffeemaschine, die ihr im Grundsatz zu Hause haben könnt, die ihr aber im Grundsatz auch in einer kleinen Gastronomie oder für kleine bis mittlere Caterings easy nutzen könnt. Wie immer haben wir sie gekauft. Ja. Völlig klar. Und haben uns alles genau angeschaut und es gibt dann doch ein paar Unterschiede zu Synchronica. Ja. Und das will ich hier ganz klar sagen, es gibt auch ein paar Unterschiede zu den anderen Maschinen, die so in diesem Preissegment oder drüber rumtuckern, nämlich zum Beispiel der ganzen Lamasocco-Familie, also mit der Linnea und der Micra, die sind ja auch so zwischen 3.500 und 5.500 Franken oder Euro unterwegs. Ja, aber also wenn wir dann bei Volumetrik sind, dann bist du dann bei 7 aufwärts. Wollte ich gerade aber sagen, aber die haben keine Volumetrik. Ja. Die haben keine Volumetrik. Das heißt, wir schauen uns jetzt hier an, für den gleichen Preis eine Maschine mit Volumetrik, die sollte dann auch noch funktionieren. Und natürlich ist die Frage, sind sie genauso temperaturkonstant wie diese gerade genannten Maschinen? Das ist eigentlich das Spielfeld. Und ich freue mich, dass ECM da reingegangen ist und gesagt hat, wisst ihr was? Wir können andere Brühgruppe als VEMA 61 und wir können Volumetrik. Und wir machen das jetzt einfach mal und da steht sie. Ja. Ich glaube, das ist so das Spielfeld. Ja, absolut. Willst du uns ein paar Rahmendaten liefern zu dieser wuchtigen Maschine? Was hat sie so an geheimen Werten unter der Haube? Beim Wassertank sind wir bei 2,8 Liter Fassungsvermögen, Standard ECM. Dann haben wir einen 0,5 Liter Espresso-Boiler, einen 2 Liter Dampfboiler. Ihr habt eine Höhe von 41 cm, eine Tiefe ohne Stecker von 49, mit Stecker und Siebträger seid ihr bei 59 und eine Breite von 33,5 cm. Das Gewicht sind fast 30 Kilogramm. Yes. Und die Tropfschale kommt von Ben. 1,1 Liter? Ja. Und da sind wir hier so bei 9,2 Abstand zwischen Siebträger, Auslauf und Tropfschale. Wunderbar, dass ihr eine große Tasse, eine Cappuccino-Tasse auf einer Waage nach drunter stellen könnt. Finde ich eine gute Größe. Ja, um sie einzustellen. Um Nachher sie einzustellen. Brauchst du es nicht mehr, theoretisch. Ja, genau. Bei einer guten Volumetrik. Catering-technisch könnte man jetzt argumentieren, ein Papierbecher, ein Pappbecher würde nicht drunter passen. Ne? Aber das hast du natürlich bei wenigen Espressomaschinen, die für dann eben doch den heimischen Zweck gebaut werden. Testen wir jetzt auch nicht. Aber ich will es hier mal angemerkt haben. Dafür bräuchtest du schon auf jeden Fall 11 cm oder sowas, um dann noch sauber dann drunter zu fahren. Aber dann hast du so eine große Fallhöhe, dass du klassischerweise eigentlich, wenn du mit einer Espresso-Tester arbeitest, immer eine Erhöhung bauen musst. Ja. Ne? So, das sind so die Rahmendaten. Wir haben eine Rotationspumpe natürlich. Ja. Wir können die Maschine easy an das Festwasser nehmen.
Und wir können sehr einfach auch einen Abwasserschlauch installieren, total praktisch, beides mit dabei, gar kein Thema, rucki-zucki. Und wir können einen Wasserfilter direkt in den Wassertank einsetzen, wenn ihr den mit Wassertank nutzt. Und wenn ihr natürlich Caterings macht, dann könnt ihr entweder direkt gefiltertes Wasser nutzen oder noch einen Filterkartusche mit einem Flowjet, also mit einer Druckaufbaupumpe dazwischen hängen. Auch das funktioniert alles gut. Ich habe jetzt folgendermaßen gearbeitet. Ich habe tatsächlich einfach das Wasser hinten reingekippt, hatte einen Kanister neben mir stehen und, weil es auch nicht gepasst hat, platzmäßig drunter noch mit einem weiteren Kanister, habe das Abwasser aber in den Kanister laufen lassen. Das war für mich ein super Setup. Wobei ich sagen muss, mit 1,1 ist es schon, also es wirkt von oben nach weniger, weil sie sehr breit und eigentlich nicht wenig tief ist, aber durch die Breite halt trotzdem ordentliche Füllmenge. Ich würde jetzt sagen, für ein Fest mit 30 Menschen würde ich es, glaube ich, so nutzen, wie es hier steht. Wenn es wirklich ein Catering ist, wo ich 2 Kilo am Tag brauche, würde ich, glaube ich, alles anschließen. Lass uns diese ganze Catering-Thematik nochmal in einem dezidierten Bereich besprechen und weiter einfach so der Liste nach durchgehen. Und als erstes würde ich gerne mit dir über die Wertigkeit der Maschine sprechen. So, was finden wir vor, materialtechnisch? Wie sieht's aus mit scharfen Kanten und so weiter? Wie siehst du das? Also, ich finde, das nochmal zur Wiederholung, ich finde die Designsprache an sich mega schön verbunden zu ECM, weil man die bestehenden Siebträger nutzt. Der Wiedererkennungswert ist mit dem voll gegeben, auch mit der Grundform finde ich an die Synchronica angegliedert, aber trotzdem eine eigene Linie genommen, mit hochwertigen Füßen, die eine ganz andere Sprache sprechen, mit aber einer Tropfschale, die wir so kennen, auch mit 2 leicht scharfen Kanten und hier unten zum Beispiel beim Fuß hat so eine Spitze. Da fasse ich jetzt nicht 1000-mal dahin, aber ich finde jetzt so, wenn man sie fürs Catering nutzt. Jetzt fängt er schon wieder mit dem Catering an hier. Ja, wenn du sie immer wieder rumträgst, das meine ich, dann vielleicht. 30 Kilo sich auch immer wieder gerne herumtragen. Nein, es gibt scharfe Kanten an manchen Punkten, aber es ist wirklich, come on. Ja, voll. Ich finde oben schön, dass auf ein gebürstetes Edelstahl gesetzt wurde, weil ich finde irgendwie, das macht das macht das schöner, eleganter. Ich finde das mega schön und ich finde, das sind die wahrscheinlich angenehmsten Knöpfe, die ich an einer Siebträgermaschine mit Volumetrik in diesem Preissegment, ich weiß, da gibt's nicht allzu viele, aber die sind richtig gut. Die reagieren immer, ich weiß nicht, wie du es hattest, aber die reagieren immer. Es ist ein angenehmes Drücken, es fühlt sich hochwertig an. Du kriegst einen Gegendruck, du hast das Gefühl, der Widerstand, es gibt dir ein Signal, ich habe jetzt gedrückt, ne? Das finde ich auch, sie sind wirklich auch gemacht, jetzt muss ich es doch auch sagen, um auch unter Stress mal schnell zu drücken und das kann ja sein, das können ja unterschiedliche Stresssituationen Ja, genau. sein. Zu Hause schreit die ganze Familie, du willst den Espresso aber noch ziehen, du kannst drücken, das läuft, würde ich auch sagen. Ja. Und dann, also Wertigkeit overall, ne? Super Siebträger, Zubehör, sagen wir gleich noch und so. Das ist, finde ich auch. Wir sind da in einer Superklasse unterwegs und ihr könnt das alles nachlesen. Wir haben das natürlich nochmal ausführlich beschrieben im Blogartikel und es gibt auch ein Kurzvideo, wo wir all das hier nochmal zusammenfassen. Wenn ihr also jetzt sagt, ich brauche jetzt nicht die ganze Zeit, die beiden 45 Minuten sprechen werden, Kurzversion oder der Artikel ist auch nicht kurz, Kurzversion. Oder eben der Artikel, da findet ihr nochmal alles niedergeschrieben und auch die ganz genauen Bewertungen, also alles nochmal ausformuliert. Michael, Bewertung ist gut. Eines will ich noch zur Optik sagen. Wir haben ja unterschiedliche, ich sag mal, Grundarchitekturen an Espressomaschinen. Es gibt die Espressomaschine jetzt wie eine Faimer E61, die offensichtlich nach vorne stehend eine Brühgruppe hat. Mhm. Dann gibt es solche Modelle, die dort auch den Boiler draufsetzen, bei gesättigten Brühgruppen, wie jetzt hier. Und dann gibt es die Modelle, die dann eben oft aber sagen, ich gehe jetzt in diese Balkon-Tankstellen-Optik. Also einmal nach vorne. Zum Beispiel eine Akel, aber auch die Linear Micra, die Linear Mini, beide mit der Tankstellenoptik. Ich finde jetzt hier eigentlich das clever zu sagen, ich habe hier zwar einen Vorbau, gewissermaßen ein bisschen wie bei einer Sanremo U, der so nach vorne steht, links und rechts aber noch Luft. Ich sehe nämlich dann, wo ich den Siebträger einspanne. Ich sehe, wie ich die Tassen positionieren muss. Ich finde das für den Arbeitsablauf, und das ist eine schöne Überleitung in die Bedienbarkeit der Maschine, sehr angenehm, so zu arbeiten. Absolut. Ich bin persönlich, ich bin ja, bei den meisten Espressomaschinen bin ich auf Augenhöhe. So mit dem Siebträger. Und deswegen fällt es mir immer leicht einzuspannen. Aber ich sehe dich da, wie du da manchmal so rummurkst und dann eben das nicht siehst.
Dafür finde ich es cool. Voll. Ich bin auch mit dem Kopf ein paar Zentimeter höher. Ich bin aber 100% bei dir, dass das viel angenehmer ist. Das finde ich zum Beispiel was an der GS3 durch den Brühkopf nach vorne gesetzt. Super. Aber kommen wir zu der Bedienbarkeit. Und ja, da spielen natürlich die Knöpfe dann nochmal mit rein und natürlich auch die vorhandene Volumetrik. Ja, Volumetrik ist da. Du hast ein Reinigungsprogramm, du hast Möglichkeiten, eine Präinfusion an- und auszuschalten. Du kannst, wir reden gleich über die Präinfusion. Ja, ich weiß, du hast da noch Redebedarf. Du kannst natürlich die Temperaturen einstellen. Du kannst Ein-Ausschaltzeiten, Offsets, Volumetrik natürlich und also es hat das, was es braucht. Alles wunderbar. Also wir haben 2 Displays, die euch verschiedenste Informationen geben. Hier über dieses Display steuern wir die ganzen Settings, also das Menü der Maschinen. Das Display hier oben zeigt uns im Wesentlichen die Brühtemperatur an und die Brühzeit der letzten Brühung bzw. der aktuellen Brühung, wenn wir gerade brühen. Hier unten können wir vieles einstellen. In der Standardansicht sehen wir als erstes auch, wie viel Milliliter pro Sekunde wir hier gebrüht haben und auch wie viele Sekunden wir hier gebrüht haben. In der Brühung verändert sich das Display und wir sehen, wie viel Milliliter pro Sekunde gegeben werden. So, wenn wir hier doppelt draufklicken, kommen wir in die Brüheinstellungen, dann können wir hier so durchgehen und die verschiedenen Möglichkeiten der Maschine eigentlich auslösen. Die ersten wichtigsten Einstellungen, die sind ganz vorne, das sind die Brühsettings. Wenn ich da draufklicke, komme ich da rein, kann dann eben sagen, ich will den ersten Knopf angucken und den programmieren. Den haben wir jetzt hier als Spültaste programmiert, ganz oben seht ihr 20 Milliliter. Oder 20,5 Milliliter pro Sekunde habe ich dort eingegeben. Das erste ist die Einschaltung der Pause. Also ich kann sagen, nach einer gewissen Zeit soll eine Pause eingestellt werden. Das zweite ist, wie lange die Pause sein soll. Das dritte ist, wann die Pause kommen soll. Jetzt gehe ich schon wieder raus, bin eine Stufe zurückgegangen. Um wieder reinzukommen, muss ich dann nochmal drücken. So, das können wir für jede einzelne Gruppe machen. Wenn wir längere Zeit nichts machen, dann geht er automatisch wieder in den Modus zurück. Und auf diese Art und Weise mit diesem Drehknopf können wir eben alles machen. Jetzt geht er dann wieder raus. Wir können jetzt die anderen Knöpfe anschauen oder es auch lassen und warten, dass er eine Stufe zurückgeht. Und dann statt Brühsettings unser Barista-Light anmachen, die verschiedenen Temperaturen steuern und so weiter und so fort. Also da haben wir einen ganzen Apparat von Funktionen, den wir euch auch nochmal aufgelistet haben in unserem Blogbeitrag. Ich hätte mir einfach nochmal ein etwas vielleicht größeres Display gewünscht oder vielleicht eine App-Anbindung hätte ich jetzt auch schön, weißt du, ich finde so für Ein-Ausschaltzeit, zum Beispiel, wenn ich jetzt zu Hause sage, Montag bis Freitag will ich die Maschine um 5:45 möchte ich meinen Kaffee trinken, 6:30, um das zu programmieren. Das kannst du übers Display, einwandfrei, gar kein Thema. Aber es ist so, weißt du, mit einer App ist es irgendwie so einfacher, schneller. Also ja und nein, ich finde, es ist so intuitiv, so einfach nutzbar, so direkt gefühlt anbindbar. Und das, was du da einstellen kannst, das ist ja dann trotzdem nicht ein Prüfprofil. Du machst ein Workflow, du machst eine Prüffusion an und aus, du machst von mir aus noch eine Pausenzeit rein oder machst die eben raus. Aber stell dir mal vor, Szenario jetzt. Dein Bett ist ja auch nicht direkt neben der Kaffeemaschine. Meins auch nicht. Tatsächlich. Ich habe meine Kaffeemaschine nicht im Schlafzimmer. Aber jetzt, ich stelle mir jetzt einfach mal gerade vor. Ich bin total gespannt, wo du jetzt landest. Mach mal weiter. Ein einziges Argument für eine App ist einfach die Einschaltbarkeit über eine App, wenn du noch im Bett liegst. Aber du möchtest mit mir über Aufheizzeit sprechen. Genau. Das können wir gerne machen. Wunderbar. Ja, das lohnt sich natürlich bei Espressomaschinen, die lange aufheizen. Ja. So plus 15, plus 20 Minuten. Mein innerer Modus geht so. Ich stehe morgens auf, mache die Espressomaschine an und dann gehe ich 6 Minuten 45 auf die Toilette. So, und zwar, weil ich weiß... Also du musst Zähne putzen, genau, bereit machen und weil ich weiß, dass die Espressomaschine danach heiß ist. Ja, aber dann musst du richtig Gas geben. Also einfach nicht... Können wir kurz über die Aufheizzeit weitersprechen? Aufheizzeit liegt auch bei rund 7 Minuten. Ja, und das ist wirklich, also nochmal, wir sprechen von einer Boilermaschine. Wir sprechen von einer beheizten Brühgruppe. Und wir sind einfach nach 7 Minuten da. Undiskutabel. Also wir müssen es eigentlich so sagen, wir sind nach 6 Minuten zu heiß.
Genau. Wir sind nach 6 Minuten zu heiß. Das ist ja auch die Grundidee, die ECM Profitec jetzt bei einigen Espresso-Maschinen uns liefert, dass sie überheizen, um euch dann zu sagen, ihr müsst mich jetzt wieder runterholen. Ja. Und wir müssen tatsächlich hier nicht alles geben, um aufzuheizen. Bei anderen Espresso-Maschinen musst du alles geben, um aufzuheizen. Hier musst du dann arbeiten, dass du schaffst, in dieser Minute die Temperatur wieder runterzukommen. Ja. Weswegen wir da so ein bisschen gehadert auch haben, geben wir ihr 7 Minuten. Und zwar nicht, weil eben sie nicht warm ist, sondern weil sie zu warm ist. Ja. Deshalb 7 Minuten. Ja. Mit 8, mit 10 Minuten seid ihr super dabei. Und dann sprechen wir noch nach dem Espresso machen auch über die Stabilität. Aber wir können diese Aufheizzeit geben, ohne weiteres. Voll, Ne? voll. Ganz kurz habe ich vorher noch vergessen in Sachen Bedienbarkeit. Ich finde auch einfach die Hebel ECM-like mega angenehm. Das Einhängen beim Schäumen, das auf alle Richtungen und so. Das finde ich cool, macht Spaß, ist kein Drehknopf, geht super schnell. Nach dem Display sollten wir noch kurz auf das Zubehör schauen. Ja. Siebträger ist wie immer dabei. Ja. Mit der Gummigeschichte. Oh, ich habe kein Abschlagteil hier. Kannst du mir einmal Gebe ich dir. das rüberreichen? Dankeschön. Hättest du auch einen Lappen für mich, Michel? Weil so bin ich nicht bereit, dir das wieder rauszuhändigen. Und auch da finde ich einen Punkt, da wurden einfach nochmal Schritte gemacht. Es sind hochwertige Siebe drin. Das große, das 26er, würde ich eher sagen, ist so bei eher 19,5 Gramm. Bei fruchtigen Kaffees, hellen Röstungen eher sogar an 20,5 Grenze. Da gibt es so ein 1er-7 flaches, wo ihr irgendwo so mit 14 bis 15 Gramm arbeiten könnt. Und dann habt ihr den Siebträger, den bodenlosen, wenn ihr das Silikon komplett rausnehmt. Ihr habt den 2er-Auslauf, ihr habt den 1er-Auslauf. Und auch hier wieder in Verbindung mit der Aufheizzeit macht natürlich dieses System mit dem Silikon Sinn. Und wenn euch das nicht gefällt, dann kauft ihr einfach einen normalen ECM 2er-Siebträger und spannt den ein. Ja, dann ist ein Temper dabei, der auch bündig passt, ganz wunderbar auf die Siebe. Michael, möchtest du dazu jetzt noch mal was sagen zu diesem Temper? Der ist gut. Nein, ich sage lieber nichts. Also, wollen wir Kontext dazu geben? Nee, weil ich weiß nicht, ob das andere Video schon gekommen ist. Wir können vielleicht sagen, beim letzten Mal oder vor kurzem haben wir ein Video aufgezeichnet über eine ECM Profitec Maschine. Ja. Und dort war ein Temper mit einer dünnen Base dabei und du hast dich über die dünne Base geärgert und jetzt willst du uns sagen, dass die dicke Base dir zu dick ist. Nein, das ist ja alles gut. Ja. Du findest ihn unförmig. Ich finde ihn unförmig, aber das ist meine persönliche, ich glaube, das müssen wir streichen, weil das ist so mein persönliches Empfinden. Ich glaube, das ist auch nicht fair genug, weil ich einfach verwöhnt bin durch unseren Temper und das lassen wir jetzt einfach so stehen. Sehr schön. Was noch dabei ist, wir aber nicht mit runtergebracht haben, aber es ist dabei, es ist der Ablaufschlauch. Nein, der Schlauch ist nicht dabei, aber eine kleine Kiste, mit der ihr dann ganz einfach hier den Gumminüppel rausdrücken könnt. Dann läuft das Wasser in den Ablaufschacht und damit in einen Schlauch. Den müsst ihr noch selber anschließen. Und es gibt einen Zuwasserschlauch, der ist auch ganz einfach aufzudrehen. Wir haben noch ein paar Sachen zu besprechen. Lautstärke, Temperaturkonstanz. Wir sprechen noch über die ganze Catering-Geschichte noch mal ein bisschen genauer, wie wir das Espresso-Potenzial genau bewerten. Aber erstmal trinken wir Espresso und ich würde dich bitten, würdest du 2 doppelte Espressi machen? Dann können wir nämlich hier alle zusammen, die wir hier heute sind, einen Espresso trinken. Wie viele Gramm hast du genommen, Ben, bei der? 19. Ja, ich bin jetzt bei 18,5. Ja.
einmal Mexiko hin und zurück. Das ist eine sehr schöne Region, aus der dieser Kaffee kommt und auch dieser Kaffee in der Tasse ist ebenso lecker. Ja. Ja. Was sagst du? Erstmal trinken. Und dann deine Genussgeräusche. Nein, das wirklich. machen wir mal so ein Hörspiel. Ja, genau. So, das könnte auch das- so ein Klingelton sein, wenn irgendeine Nachricht reinkommt. So. Ich weiß aber nicht, es ist so ein Genussstöhnen bei dir. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das unbedingt als Klingelton möchte. Aber gut, das können wir dann ein andermal noch diskutieren. Michel, es ist ein runder, ein cremiger Kaffee. Er bringt die Komplexität des Kaffees auf den Punkt. Und es ist auch nicht verwunderlich, denn du hast den Mahlgrad gut eingestellt und die Maschine hat dazu die Temperatur geliefert. Das, liebe Freunde des guten Kaffeemachens, nennt man Kaffeemachen. Es ist nicht so kompliziert. Nein. Es braucht eigentlich eine heiße Maschine, Ja. konstant, eine gute Mühle, Ja. einen guten Kaffee. Ja. Und dann ein Barista, der weiß, wie eine Mühle funktioniert, Mahlgrad einstellen und ein Grundverständnis für Rezepte oder Röstereien, die euch die Rezepte angeben, wie ihr das brühen sollt. Und dann gibt's einfach einen leckeren Tocker, von dem ich am liebsten 20 trinken würde. Und in diesem Fall, ich habe gar nicht geschaut, du hast ohne Waage gearbeitet. Du hast dich auf die Volumetrik verlassen. Das heißt, die Mengenausgabe, denn sie ist gut, Ja. sprechen wir gleich drüber. Ja, Aber lass uns kurz das Thema Temperatur abhandeln. ja, weil die ist oberkrass geil. Ja. Das hast du schön gesagt. Die ECM-Ästhetiker gehört zu den besten Maschinen, die wir bisher gemessen haben in Sachen Konstanz. Deswegen sind wir auch so freudig. Das Ja. macht dann auch Weil Spaß. es einfach, es ist einfach, die liefert einfach ab. Jede Brühung einfach 93,5, 93,6, 93,4. Aber es ist so, ihr wisst einfach bei jeder Brühung, das, was da rauskommt, das macht mir meinen Kaffee nicht kaputt. Wenn irgendwas nicht gut ist, ist es entweder der Kaffee, ihr habt den falschen Mahlgrad oder ihr habt vielleicht mal einen Channeling. Mein Gott. Aber die Temperatur ist es nicht. Genau. Und die liefert einfach in jedem Shot geile Temperatur. Ja, von Bezug zu Bezug. Wenn ihr eine Pause macht, wenn ihr sagt, komm, ich will mal jetzt hier das halbe Fußballstadion mit Kaffee ausrüsten, also im WBC-Protokoll nennen wir das, also eine wirklich hohe Frequenz von Bezügen hintereinander. Auch da geht die Maschine nicht in die Knie. Ihr könnt euch die Protokolle im Testartikel anschauen. Die Maschine gehört einfach zu den besten, die wir bisher getestet haben. Und das ist schön, das macht Spaß. Ja. Und das ist sie eben aber auch schon nach dieser kurzen Zeit. Ja. Und das ist einfach, ich finde das aber auch mutig. Man baut was Eigenes, man entwickelt was Eigenes, haut das raus und hat dann einfach eine unglaubliche Konstanz, die wir wirklich selten so gesehen haben, nach, wie du es schon gesagt hast, so einer kurzen Brühzeit für eine Boilermaschine. Ja, genau. Es ist natürlich, ne, aber wobei auch da müssen wir ja sagen, eine Boilermaschine, du spielst jetzt darauf an, dass wir das bei Dickfilmheizern noch mal ein bisschen schneller haben können. Genau. Aber es sind trotzdem nur 7 Minuten. Es ist ja nicht, wir sprechen nicht über 15 oder im dümmsten Fall 35. Nein, für mich ist das genau das Beispiel dafür, wie stark der Boiler ja ist und dann auch in der Konstanz. Ja. Und dann natürlich auch in Kombination mit einem hohen Volumen und auch vielen Bezügen und garantiert auch nicht mit Kalkherausforderungen, die du dann vielleicht bei einem Dickfilmheizer, wenn du den dann zum Beispiel zum Schäumen nimmst, also wenn du nur einen hättest, die du da dann eben möglicherweise bekommen kannst. Das ist die Temperatur. Das ist noch erstaunlich nicht so warm. Ich habe gedacht, ich verbrenne mir gerade die Hände, aber nein. Ja, wahrscheinlich, weil Erst wir wenn noch du nicht so viel bezogen haben. Lass uns doch dieses Thema mit der Volumetrik gerade anschieben, Ja. weil das ist natürlich zentral für den Espresso und hier hat dir das jetzt die richtige Kaffeemenge gegeben. Wie testen wir die Volumetrik, also die Mengenausgabe und wie genau ist hier das Ergebnis? Wir machen den ersten Test mit dem Scarse, das ist das Messsieb, das ist der Messsiebträger und da einfach aus dem Grund, da haben wir immer den gleichen Widerstand und wir haben immer den gleichen Headspace und können so standardisiert die Messung machen. Da geht es einfach darum zu gucken, landen mit gefülltem Scarse, wir lassen das eingespannt, immer auf der anderen Seite gleich viel Wasser in einer Tasse. Und das macht sie top. Ja. Punkt. Den zweiten Test, den wir machen, wir stellen Espresso ein mit einer Mühle, die immer präzise 18 Gramm abliefert. Das wird nachkontrolliert. Dann machen wir 5 Brühungen und gucken da, wie die Abweichungen in der Tasse sind. Auch da Ergebnis top. Übrigens immer mit dem gleichen Kaffee und immer mit einem Single, damit wir nicht eine verschiedene Aufnahme von Wasser im Kaffee haben. Weil wenn ihr einen Blend habt, habt ihr verschiedene Kaffees, die nehmen verschieden viel Wasser auf. Würde auch wieder eine Unterschiedlichkeit. Single Origin. Single Origin, danke. Ja.
Und der nächste Test, da kommen wir zum Stresstest. Also es gibt eigentlich noch einen dazwischen, der fällt hier weg. Wenn wir Brühprofile haben, Druckprofile mit einfach Druckprofilen, die wir machen können, jetzt nicht eine Vorbrühung, dann machen wir das auch noch. Fällt hier weg, dann gehen wir direkt zum Stresstest. Weil dann nehmen wir unsere Mühle, machen erstmal einen riesigen Schritt feiner, standardisiert, immer den gleichen, und brühen dann 3 Brühungen und gucken, ob die Volumetrik dann sich anpasst mit einer viel längeren Brühzeit. Und das Gleiche dann im viel gröberen Bereich mit einer viel kürzeren Brühzeit. Genau. Und schauen dann aber trotzdem natürlich auch wieder, haben wir die gleiche Menge in der Tasse. Ne? Ja. Das ist eigentlich immer das Entscheidende. Und feiner ging ohne weiteres. Da sind wir immer noch sehr konstant geblieben. Als wir gröber gegangen sind, hatten wir einen Bezug, der rausgeflogen ist und der hat ein bisschen den Schnitt zerschossen. Deswegen haben wir bei der Volumetrik insgesamt nur in Anführungsstrichen ein Ergebnis von 7 von 10. Wobei, damit ist das schon, ja, auf jeden Fall. Also wir sprechen auch von 2,5 Gramm mehr. Also es ist nicht, es hat einfach ein bisschen da den Durchschnitt und unser strenges Testprotokoll. Es hat es ein bisschen gestört und deshalb sind wir nicht bei noch mehr Punkten. Wir sind bei 7 von 10. Also overall super Performance, auch in der Volumetrik gibt es überhaupt gar nichts zu meckern, Michael. Aber jetzt würde ich kurz mit dir meckern wollen oder dir den Raum geben, denn du möchtest noch ein Wort zur Präinfusion sagen. Was wäre eine Espressomaschine ohne dein Votum zur Präinfusion, lieber Michael? Ja, aber es ist halt... Direkt Stimmungsabfall. Nein, es ist eigentlich, es reduziert ja die Maschine nicht. Ja, nein. Also, Basis Man mal. muss sie auch nicht nutzen. Genau, ihr müsst sie nicht nutzen. Ihr habt eine 9 Bar Maschine, das ist solide, mit dem holt ihr aus 95% aller Kaffees auf dieser Welt 95% raus. Würde ich mal so fixieren. Mit dieser Konstant wahrscheinlich eher 98%. Ja, ich würde sagen, du kannst mit Brühprofilen und so weiter schon noch ein bisschen mehr machen. Deswegen würde ich 85% dagegen halten, wenn du sagst, alle Kaffees dieser Welt. Okay, Ja? gehe ich mit. Ich würde sagen, bei mittleren bis dunklen Röstung holt ihr 90%. 85 bis 90%. Ja, da können wir auch 93 sagen. Also Gut, also Präinfusion. Präinfusion. Die Problematik vieler Präinfusionen bei klassischen Rotationspumpen, die nicht irgendwie angesteuert sind oder einen anderen Weg haben oder ein Nadelventil oder, ist, dass ihr nur die Möglichkeit habt, Wasser darauf zu geben, eine Pause zu machen und wieder Wasser darauf zu geben. Und das ist nicht extraktionsfreundlich. Das macht eure Brühung nicht besser. Das macht sie eher inkonstanter und schadet der Rundheit, sage ich jetzt, eurem Ergebnis bei den meisten Kaffees, wenn wir wieder bei diesen 95% des Marktes sind. Darum schaltet die im Grundsatz aus. Es gibt nicht viele Kaffees, denen das wirklich helfen würde. Was ist, wenn ich nun, also ich bin bei dir, ich würde sagen, ihr habt eben auch zweimal in dem Anlaufen der Pumpe die Gefahr, dass ihr euch durch eine Unregelmäßigkeit im Kuchen auch eine Art von Kanalförderung verursacht. Was ist aber jetzt der Fall, wenn ich die Maschine ans Festwasser nehme? Dann habt ihr den Fließdruck drauf. Das ist viel besser. Ja, aber ohne Pause. Ja, die kannst du ja ausmachen. Du Ja, kannst das die stimmt. Pause ausmachen, du kannst den Fließdruck nutzen. Das geht auf jeden Fall. Das würde gehen. Ja, dann ist sie fix am Dann Festwasser habt ihr nur angeschlossen. den Druck von dem Festwasser. Wichtig dabei aber natürlich nicht mit einem Kanister. Also nur weil da Nein. wirklich mit Fließdruck an einem Festwasser, dann würde das funktionieren. Ja, wir können da auch einen Punkt machen, aber es ist einfach so, ich wünsche mir dann lieber bei einer Ästhetica 2.0 auch eine Möglichkeit, einen Fluss auf eine fixierte Millilitermenge zu reduzieren. Für eine gewisse Zeit, à la Bianca. Apropos Punkt. Weißt du, wo ich den mir wünsche? Im Cappuccino. Lass uns nochmal Milch schäumen und zum nächsten Getränk übergehen. Starke Überleitung. Das ist so abartig. Für eine Heimmaschine. Guck dir das mal an. Wie lange hatten die schon? Aufheizzeit, das habe ich gar noch nicht geguckt. Alter, das ist schon heiß. Boah, geil. Danke für den Cappuccino, das ging ziemlich zügig. Warst du auf der Flucht oder so?
Ja. Also ich bin grundsätzlich absoluter Befürworter von voller Leistung beim Dampf, bei allen Maschinen. Aber man könnte die jetzt ein bisschen runternehmen. Also ich habe sie auf 125 mir gestellt. Okay. Vor allem, also beim Catering, Ja. vor allem wenn ihr sagt, ich muss auch mal, weiß ich auch nicht, einen Hafer-Cappuccino schäumen mit der kleinen Kanne oder ihr sagt einfach, ihr wollt nicht nur die große Kanne nehmen. Ja, einer Portion. Auf jeden Fall, weil da bist du sonst in 5 Sekunden fertig. Ja. Also mit 100, was haben wir gemessen? Ich glaube 24 Sekunden. Ich weiß gar nicht, was für ein Dampfwert er hat, wie viel Dampfkesseltemperatur. Volle Power. Volle Power, gut, dann hatte er volle Power. Da waren es 24. Es ist wirklich Das ist krass. schnell, ne? Das ist wirklich krass. Das könnt ihr wirklich in einem Alltag, in einem kleinen Café, ihr habt eine Eisdiele oder so, oder ihr habt zu Hause ein Geburtstagsfest mit 20 Menschen. Nee, ich finde nicht, dass du das begrenzen musst, ehrlich gesagt. Oben raus. Aha, nee, das geht auch. Also Für mich ist das, also die hat mehr als eine Sanremo U zum Beispiel. Wenn wir können ja das Beispiel nehmen, wir haben ja 3 Sanremo Us bei uns im Café. Aus verschiedenen Gründen haben wir gesagt, wir wollen eingruppige Espressomaschinen. Fällt mal eine aus. Haben wir immer noch eine zweite. Wir wollten noch viele Profile können und da können manche Heimmaschinen mehr als Gastromaschinen. Hauptgrund. Die hat eine Schwäche. Dampf. Das ist der Dampf. Ja. Deswegen haben wir noch einen externen Dampfboiler und können noch separat schäumen. Hier bräuchtest du das nicht. Fast. Also Die Motorbahn ist noch mal ein bisschen schneller. jetzt haben wir gerade noch mal reingeschaut, die U war bei 29, 5 Sekunden. Ne? Es ist wirklich viel Power. Es ist Und wenn du jetzt sagst, wir haben 2 oder 3 Stück davon nebeneinander, wir kommen gleich zu der Catering-Geschichte oder zu der Volumengeschichte. Es ist unglaublich viel Power, du hast super schön geschäumt. Wir haben ein bisschen Kondenswasser, das gibt es ja. Ich glaube 8 Milliliter hast du gemessen. Fast ein bisschen weniger, 7 waren es. Also gut ausblasen halt, das ist ganz normal, das gibt's mal. Und ihr fügt beim Schäumen rund 10% Feuchtigkeit hinzu. Das ist ein normaler Wert, wie wir uns das gewohnt sind von Kaffeemaschinen. Das ist wirklich auch gut. Ja, also ich glaube, wenn ihr die zu Hause habt, überlegt euch wirklich den Druck ein bisschen runterzunehmen. Weil ich glaube, wenn man sich nicht gewohnt ist, ist das viel zu viel. Ja, auf jeden Fall. Man kann die Landdampfpflanze danach wieder anfassen. Beim Schäumen müsst ihr schon ein bisschen vorsichtig sein. Das ist aber bei fast allen Dampflasten, bei doppelwandigen auch so, dass die nachher wieder, oder Cooltouch-Lanzen, dass die schon beim Schäumen natürlich ein bisschen wärmer werden. Aber das geht ganz gut. Ja. Es hat hier unten auch diesen anderen Tipp aus dem anderen Material. Dadurch kann man auch unten besser anfassen. Es lässt sich auch gut reinigen. Ja. Ihr braucht definitiv keinen Winkel, um in eine Rollphase zu kommen. Die Maschine hat unglaublich viel Power. Also wir haben auch, wie ihr schon hört und merkt, auch die Dampfperformance der Maschine sehr gut bewertet. Das Einzige, was wir jetzt nicht so gut bewertet haben, ist bis jetzt, beziehungsweise was wir sagen können, ist, dass die Stromgeschichte natürlich diesem großen Gerät mit diesen großen Boilern Tribut zollt. Ja. Ne? Da geben wir 4 Punkte, weil da sind wir eben doch bei 0,26 Kilowattstunden für Aufheizen und ein Espresso. Ja, das ist schon, es ist nicht wenig, definitiv. Also ein Dickfilmheizer oder ein effizienter Thermoblock ist dann halt bei diesen Werten eher bei 0,06 bis 0,09 oder vielleicht 0,1. Ja, aber wir heizen auch 2,5 Liter Wasser auf. Yeah, das ist immer die Frage, was ist der Maßstab? Ne? Ja. Und wenn wir es jetzt vergleichen mit einer großen GS3, und das ist ja eigentlich eher die Kategorie, dann ist das wiederum ein sehr guter Wert. Aber insgesamt, wenn man dann schaut, was ist möglich, dann sind es eben doch diese 0,26 und da landen wir dann bei uns ja nicht bei ganz so vielen Punkten. Ja. Wobei das eine der Schwächen ist, habe ich schon angesprochen. Ansonsten haben wir hauptsächlich Stärken gefunden und ich finde, wir sollten jetzt noch mal kurz über diese ganze Volumen-Catering, Kaffee-Shop-Potenzial-Geschichte sprechen. Spricht aus deiner Sicht irgendwas dagegen? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also für mich ist wirklich, es gab in den letzten Jahren sehr regelmäßig Anfragen von eben kleineren Betrieben, von kleineren Cafés, die starten und sagen, mir reicht eine eingruppige Maschine oder ich mache Caterings oder ich habe eine eigene Rösterei und bin immer wieder mal an Märkten und serviere da meine Kaffees. Und da war halt schon sehr lange eigentlich die GS3 mit der programmierbaren Volumetrik ein
ein State of the Art in Temperaturkonstanz, in Funktionalität, auch in Vertrauen, absolut. Und wir haben nach wie vor 2 GS3s bei uns, die sind für Catering im Einsatz, sind super happy, noch keinen Ausfall gehabt, alles wunderbar. Und jetzt kommt das Aber. Ich glaube, ich würde heute jedem Kunden, der sagt, 7.000 Franken, Euro sind mir einfach viel zu viel. Das ist das absolute Pendant dazu und ihr streicht euch meiner Meinung nach nichts an Qualität ein. Ja, und also nochmal, um das auch noch mit einem Beispiel zu belegen. Ich habe das Catering gemacht, um sie zu testen. Ja. Eine Woche später hat eine Kollegin ein Catering gemacht. Und sie hat nicht mehr die GS3 mitgenommen, Ja. sondern sie hat sich für die Ästhetiker entschieden, nachdem sie gehört hat, wie das bei mir gelaufen ist. Und ich will das hier nochmal ganz kurz einordnen. Sie hat eigentlich alles, was du brauchst. Ja. Sie gibt dir die Dampfpower, sie gibt dir die Volumetrik, sie gibt dir eine Temperaturkonstanz über viele Bezüge. Sie hat wahnsinnige Schaumpower. Sie hat wahnsinnige Schaumpower. Sie ist nicht ganz so schwer. Sie ist immer noch schwer genug. Sie nimmt viel Platz weg. Dieser Platz gibt dir aber auch den Platz, um Tassen zu stapeln. Ja, sie ist hoch genug, nicht für einen Pappbecher, aber für alles andere. So, es gibt eigentlich nur Stärken, Ja, eines muss sie noch beweisen. dass sie 10 Jahre hält. Genau. Das kann sie ja gar nicht, weil es gibt sie nicht nach 10 Jahren Hier schon. würde ich aber jetzt sagen, reden wir nicht über ein kleines neues Startup, was nicht weiß, was es jetzt macht und die erste Maschine baut, sondern wir feiern dieses Jahr, oder ECM feiert dieses Jahr 30 Jahre ECM. Die haben einfach einen Track Record. Ich hab das Vertrauen, dass das so funktioniert. Wir werden sie auf jeden Fall behalten. Wir werden sie immer wieder einsetzen, gucken, wo da die Stärken und Schwächen sind. Auf jeden Fall. Und ich will, jetzt machen wir das Fazit. Ne? Wir waren jetzt bei Catering, jetzt kommt das Fazit. Und ich finde das, was du gesagt hast mit der GS3, super interessant, weil ich habe nach der letzten Messe, nach der WOC, da habe ich sie das erste Mal gesehen, ein Video gemacht. Und der Titel war, ist das die Challengerin von der Linear? Ja. Kostet nochmal 1.000 Euro mehr. Ja. Und ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Liga. Ja. Ich finde, wir sind hier eher im Bereich der GS3 unterwegs. Weil wir haben eine Volumetrik. Und die hat die andere Maschine nicht. Und wir haben, und ich freue mich auf diesen genauen Vergleich nochmal, wir messen gerade nach unserem aktuellen Testprotokoll auch nochmal die beiden La Marzocco Linears und die Micras durch. Wir gucken noch ein paar andere Maschinen in dem Preisbereich an, die auch Dual Boiler sind. Wir gucken die alle nochmal an und vergleichen sie dann. Ja. Aber die muss sich in Sachen Temperaturkonstanz überhaupt nicht verstehen. Und Arbeitszeit ist sensationell. Und wir können ja noch mal was ergänzen. Stell dir vor, du bist knapp dran an einem Catering oder frühs irgendwie noch einen Kaffee zu viel zu Hause getrunken und kommst in ein Café und hast halt die Programmierung nicht drin gehabt oder bist bei einem Catering und du solltest in den nächsten 10 Minuten Kaffee servieren. Da ist die GS3 ja, also deswegen auf dem Weg zu heißer Brühtemperatur. Absolut. Ich wollte um 9 Uhr Kaffee machen. Deswegen war ich um 7:30 da. Ja. So, um die noch hochzuheizen, sauber einzustellen, sicher zu sein, dass alles läuft und dann auch den anderen Standbesuchern vor dem Start der Messe Kaffee machen zu können. Ja, cool. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen von ECM, ist cool, was ihr da gemacht habt. Ich denke, das ist toll für den Markt. Eine super Espresso-Maschine. Ja. Die wird uns Spaß machen. Die werden wir nicht abgeben. Nein. Die kommt in unsere Kaffeeschule. Ihr könnt sie testen, wenn ihr da mal einen Kurs macht. Ich denke, wir sollten auch eine organisieren. Auch für den deutschen Standort, weil das macht einfach Spaß und ist ein super Beispiel für einen coolen Dual Boiler. Ich freue mich richtig. Das ist so für mich so ein Sprung. Ne? Ja, und auch, können wir gerade auch nochmal ergänzen. Ich meine, das ist ja auch eine Realität. Im deutschen Standort arbeiten 15 Menschen. Ja. Die brauchen jeden Tag eine Espressomaschine. Das wäre eine Büro-Espressomaschine, die top ist, Volumetrik liefert, eine GBW nebendran. Top, kann jeder bedienen, macht leckeren Kaffee. Wir schließen dieses Video, sagen danke fürs Zuschauen, wünschen euch eine gute Woche und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und wenn ihr den Kanal abonniert und das Video liked, dann sind wir doppelt dankbar. Tschüss und bis bald. Im Dual Boiler Bereich. Genau. Kommt kein Wort Stark. raus. Nö, genau so stehen lassen. Schaut sie euch an. Die beiden, sind sie nicht schön? Ich fange mal. Danke. Ein Schnuckelchen. Jetzt. Ja, super. Aber ich glaube, eins ist wirklich ein bisschen locker. Also obenrum, die Kamera. Hier, bei dem ist manchmal oben rum. Wichtig wäre aber, dass ich halt... habe gegrinst wie ein
Honigkuchenpferd. Wie heißt das? Wie so ein Marienkäfer. Marienkäfer. Das ist wirklich, du hast einen, der hängt da rum, der Kragen.